Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und ab und zu mache ich auch schon mal ein bisschen Cosplay und auch ganz andere Sachen noch für Lab, je nachdem wie ich halt Bock und Laune habe. So, dann geht es heute mal wieder mit einer Waffe weiter und zwar werde ich hatte ja schon diese Steinwurfmesser und diese Äxte gebaut und werde jetzt allerdings nicht in dieser Obsidian- oder Steinoptik, werde ich jetzt einen Streitkolben für einen Ork bauen. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Wenn es euch gefällt, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Dann bleibt dran. Wir sehen uns. Ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet, weil das Ding ist wieder ein bisschen länger. Wie ihr seht, meine Arbeitsfläche ist ja immer ein bisschen begrenzt. So nach links und rechts habe ich auch nicht so. Also nach links mehr Platz, nach rechts vielleicht noch so 30, 40 Zentimeter. Also größere Sachen ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb bin ich hingegangen und habe schon mal so einen Großteil gewickelt und mache jetzt quasi nur noch unten das Stück. Bin jetzt hingegangen, habe ein Stück Zehnermatte ausgeschnitten von dem Kernstab. Also das hatte ich halt hier rumliegen. Gehe dann hin. Ich habe die Heißklebepistole wieder schon angemacht. Wie ihr seht, da ein bisschen aufgerüstet. Ich habe jetzt eine schöne Schneidunterlage mehr, dass das nämlich so gammelig mit der Matte aussieht. Also der Pappe, die ich da liegen hatte. Ich hoffe, das gefällt euch. So, dann habe ich Leder genommen. Dann wird der Spitzenschutz jetzt erstmal gemacht. Wie gesagt, könnt ihr mit Pattex oder auch mit Heißkleber machen. Immer schauen, dass das gut dran liegt. Also immer so eine Seite und dann wieder die nächste. Ich glaube, ich muss nochmal nachladen. So. Dann hier noch ein bisschen so überlappend. Schneide ich dann nachher wieder weg, dass das noch ein bisschen drüber ist. Ich schneide jetzt erstmal mit Cutter ein bisschen vom Leder weg. Seite. Dann lasse ich das jetzt hier ein bisschen abkühlen und dann schneide ich noch den Rest weg. So, dann schon mal zur Erklärung. Ich bin dann hingegangen. Wie gesagt, in der Zeit, wo wir das jetzt abkühlen lassen wir das jetzt mal. Habe auch schon ein Stück Matte. Das erkläre ich euch dann aber gleich. So, dann fangen wir erstmal hier auf der Seite und erkläre hier mal. Bin ich hingegangen, hat man dann im Internet irgendwo, hat mein Streitkolben so halbwegs gefallen. Habe dann quasi eine Schablone von gemacht. Habe mir dann 5 Teile ausgeschnitten. Bei 4 habe ich schon, glaube ich, gemacht. Ja. Einen habe ich noch übrig gelassen zum Demonstrieren. Gehe dann quasi hin und mache dann hier noch so eine scharfe Kante quasi rein, dass das ein bisschen schärfer und gefährlicher aussieht. So sieht das Ganze dann aus. Da habe ich dann 5 Stück von gemacht. Das müsste jetzt mittlerweile abgekühlt sein. Gehe ich hin, schneide das, was jetzt übersteht, richtig ab. Muss jetzt nicht so ganz sauber sein, das ist ja nicht mal so übel, wenn es nicht so ganz, das kann man nämlich dann schöner verkleben. Dann gehe ich nämlich nochmal so über die Schnittkante, wo das ist, großzügig nochmal mit Kleber drüber. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. So. Dann haben wir hier die Matte. Jetzt habe ich nicht alles in einem gewickelt, wie ihr ja gesehen habt, das Stück fehlt ja noch. Jetzt gehe ich dann immer hin. Ihr fangt ja an einer Stelle an zu wickeln. Ja, ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Und zwar, wenn ihr dann rumwickelt, habt ihr ja immer hier so
Ich mache jetzt mal so, dass man es vielleicht ein bisschen sieht, so eine Schräge, die er dann nachher rein damit runter wird. Den Anfang müsst ihr immer gucken, dass ihr den beachtet, damit ihr nachher dann genauso rund werdet, wie das dann hier schon ist. Da mache ich dann immer mit dem Edding, wie ihr hier seht. Dann weiß ich hier, ne, also hier das ist der Anfang. Dann weiß ich, die Matte kommt so quasi drauf und wird mit dem Pfeil, ne, in die Richtung hier gewickelt. So, dann machen wir das doch mal. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jetzt haben wir hier noch so, das Stück ist jetzt nicht ganz gerade geworden, aber das ist nicht schlimm, wie gesagt. Haben wir mal wieder ein bisschen schief drauf geklebt. Aber das passiert auch immer mal wieder. So. Dann geht er hin, drückt das Ganze, könnt ihr oben oder unten anfangen, ist eigentlich Pott wie Deckel. Drückt das Stück, was hier so überlappt, gegen das gewickelte und geht dann beim Kugelschreiber und macht euch hier so grob eine Linie. Muss jetzt nichts Tolles sein, müsst auch nicht so 100%ig genau, ja, also wenn das ein bisschen schief und krumm wird, alles egal, weil das ist quasi hier diese Linie. Das ist jetzt, damit ihr gleich wisst, für den Pattex, wie weit ihr kleben müsst. Geht dann immer ein bisschen hin, klebt hier also ein bisschen mehr drüber, aber das zeige ich euch jetzt. Jetzt brauche ich erstmal eine Unterlage, damit ich mir hier nicht alles vollsauge. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal antrocknen. Dann geht es mal weiter. Beziehungsweise müssen jetzt erstmal noch die Lampe anmachen. So, geht's weiter. Das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet, der Pattex. Dann gehe ich erstmal so ein Stück. Und dann gut andrücken. Und immer gucken, dass er das hier an der Kante schön bündig dran hat. Ja, wie gesagt, das ist dann nachher, dann braucht er dann nicht mehr so viel beizuarbeiten. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen beidrücken, dass das gut anliegt. So. Dann haben wir jetzt das Stück auch. Ich glaube, das soll sich ein bisschen lange antrocknen lassen. Gehe jetzt schon mal hin, schneide schon mal ein Stückchen ab. Noch ein bisschen nachdrücken, dass das auch wirklich gut klebt. So. Gehe ich jetzt hin und schneide das Ganze so weit ab, bis ich beim Leder bin. Ich glaube, ich bin schon fast dran. Ja, Leder hier, da ist das Leder. Ja. Und das ist dann schon mal gut. Gehe schon mal hin. Mach schon mal so ein Stück weg. Ich habe den schon gut antrocknen lassen, bevor ich quasi das jetzt angedrückt habe. Ich schneide jetzt den Überschüsschen schon mal so ein bisschen weg. Also schleifen muss man immer so ein bisschen was, aber es muss ja nicht mehr sein wie unbedingt nötig. Ja. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil den Übergang hier ist jetzt hier so ein bisschen was, wo ich was schleifen muss, aber nicht so wirklich viel. Und dadurch, dass halt nachher der Griff da hinkommt und das Leder drüber, sieht man davon nachher gar nichts mehr. Also da braucht ihr euch dann keinen Kopf zu machen, wenn ihr halt nicht ganz so sauber gearbeitet habt. Dann gehe ich jetzt mal hin, nehme mal noch was Schmirgelpapier. Auf Seite tun. Macht das ein bisschen rund. Dann wird das schon mal so. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Bei dem Übergang am besten immer so schleifen. Wenn er so schleift, geht das zwar auch, aber ihr habt dann je nachdem hier an den Kanten, reißt er den Schaumstoff weg. Und dann habt ihr dann da größere Lücken. Also am besten immer hier so
ein bisschen so eine Rundung oder eckig und dann immer quasi so in die zwei Kanten reinschleifen. Geht zwar dann ein bisschen tiefer, aber das ist minimal, da siehst du nachher nichts mehr von. So. Ja, wie ihr seht, das ist jetzt so okay, kann man so lassen. Ich bin jetzt hingegangen, habe jetzt nochmal eine 6er Matte nochmal drum gewickelt, weil für den Griff war das so okay. Habe auch schon ein Bleiband dran gemacht. Ja. Das war nur für die Optik, die ich machen will, war das hier ein bisschen zu dünn. Weil ich will das noch ein bisschen rustikaler in Holzoptik machen. Dafür gehe ich jetzt erstmal hin, nehme mal eins von den Teilen hier. Dann gucke ich, dass ich hier schon mal eine Linie mache. Dann weiß ich, wie weit ich kleben muss. Wie gesagt, da muss ich dann gleich noch gucken, was ich das am besten mache. Ich habe jetzt da komplett ein bisschen umdisponiert bei dem Ganzen, weil ich das alles ein bisschen rustikaler machen will. Zwar nicht so rustikal wie die Wurfaxt und die Messer, aber das soll eine rustikale Holzoptik kriegen. Also ich wollte das jetzt nicht so glatt machen, das wird dann mehr so wie die Griffe bei den Wurfmessern und der Wurfaxt. So, da bin ich jetzt hin. Habe mir schon mal so einen Streifen Dreiermatte ausgeschnitten. Das sollen dann nachher die Metallbeschläge werden. Dann gehe ich jetzt erstmal hin und mache einmal eine Linie rundherum. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Muss jetzt auch nicht so hundertprozentig sein. Ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen schief abgeschnitten, aber das ist auch nicht so wild. Das wird eine Orkwaffe. Das muss nachher so sein. So. Jetzt haben wir quasi hier einmal, da kommt ein Metallband drum. Dann machen wir das hier auch noch. Und zwar hat das bei mir jetzt, da ich die Linien schon mal mache, den Hintergrund. Ich will das gleich mit dem Dremel schleifen. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon im Video zu meiner Holzoptik gesehen, ne, wie man sowas machen kann. Weil ich das noch ein bisschen so bis drunter machen will. Dass das nachher so aussieht, als wenn das Metallband quasi da drüber gesetzt wurde. Hier, das habe ich extra so ein bisschen nicht ganz bündig gemacht. Also quasi das hier noch die Klebekante so ein bisschen. Das soll dann ein bisschen, sag jetzt mal, unordentlicher aussehen. Und dann habe ich mir noch zwei aus 20er Matte noch so zwei Kreise gemacht. Das soll dann quasi, das wird ein Metallbeschlag, wo dann noch ein bisschen Metallbeschlag drauf kommt. Hört sich ein bisschen blöd jetzt vielleicht an. Und das quasi hier, das soll dann das Holzstück werden. Das werde ich dann gleich auch mit dem Dremel noch so ein bisschen schleifen. Die Teile hier, ich glaube, da mache ich nichts dran. Da kommen dann nachher, aber das seht ihr ja später, da kommen dann noch, naja, das Ganze muss man ja nachher alles verunstalten. Ja, das ist immer das Schlimmste an der ganzen Sache. Da gehen mir immer die Nackenhaare hoch, weil dann gibt man sich so Mühe beim Bauen. Und dann sieht das nachher, dass du dann quasi alles, ich sag jetzt mal, kaputt machen muss. So, dann gehe ich jetzt erstmal hin. Mache hier schon mal eine Linie dran, beziehungsweise zwei. Dann nehme ich dann den Kernstab hochkant, weil der ist ja 10 mm. Und mache dann nachher für den ersten Zinken oder wie auch immer, oder Blatt oder wie auch immer das beim Streitkolben genannt wird, dass man quasi schon mal eine Klebelinie hat. Ja? Muss ich dann später noch gucken von den Abständen her, aber das kriege ich auch noch hin. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hin und werden uns erstmal einen Dremel nehmen. Jetzt haben wir hier schon mal so ein bisschen was gemacht. Den Rest machen wir dann später mit dem Lötkolben, ja, damit das alles ein bisschen nachgezogen und schon mal geglättet wird. Dann haben wir die Teile schon mal, die tun wir erstmal auf Seite. Und dann fangen wir jetzt mal an und machen hier die Holzmaserung rein. Das mache ich jetzt wieder frei Hand. Wie gesagt, die Linien habe ich gemacht, also hier für die Metallbeschläge, damit ich ein bisschen drüber schleifen kann. Das ist dann nachher, damit das Band nachher quasi besser zwar drauf klebt, aber so aussieht, als wenn es dann halt über das Holz drüber gedengelt worden ist.
wenn ihr versteht, was ich jetzt damit meine. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran. So sieht das dann aus, wenn man das so ein bisschen mit dem mit dem Dremel verhackstückelt hat. Dann gehe ich jetzt erstmal hin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache erstmal den Metallbeschlag drum. Wie gesagt, guckt immer, dass ihr alte Sachen anzieht, die ihr versauen könnt. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no. So, dann wieder mit der Schere. Ne, einfach hier so an der Kante lang. Ne, und dann durch. Dann habt ihr schönen sauberen Bund. Wunderbar. Habe ich zwar schon oft gezeigt, aber ich glaube, sowas kann man nicht oft genug zeigen. So. Das sieht auch schon mal gut aus. Das hier, wie gesagt, das habe ich ja extra so gelassen, dass das so ein bisschen kaputt aussieht nachher. Und ein andere kaputte, das machen wir später. So, jetzt haben wir das schon mal soweit, den Grundbau fertig. Dann fangen wir jetzt an und werden hier mal die ganzen Blätter drauf machen. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man, I still go. Ja, da brauchst du ja noch 2 Stück, Leute. Aber naja, gut, dann ist es halt so. Von den Abständen kommt es ungefähr hin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir erstmal mit dem Lötkolben mit. Den muss jetzt soweit warm sein. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Das sieht schon mal gut aus. Und dann mache ich keine Holz, also wie hier oben, ne? Weil unten werde ich noch Leder drauf machen. So, da gehe ich jetzt so ein bisschen, obwohl eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Ich glaube, hier gehen wir gar nicht mehr groß durch. Dann gehen wir mit dem Heißluftföhn direkt dann drüber. Even when you feel low, you can still go. Even when Damit wird das Ganze jetzt erst schon mal geglättet. Beziehungsweise doch, wir nehmen das dickere. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar Stücken liegen habe. Ja, habe ich. So. Das ist jetzt nur, ich zeige euch mal, wie ich das jetzt mache. Und zwar nehme ich mein Cuttermesser. Wie gesagt, dann gehe ich jetzt hin, lege das hier so ein bisschen rein. Ich lasse ein bisschen Platz für den Fall, dass ich hier noch ein bisschen nachschleifen will. Und dann geht er erstmal wie üblich. Ja, achtet. Wie üblich klappt noch nicht so ganz. So. Macht er erstmal wieder so in der Mitte. Das ist quasi wieder zum Fixieren. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Also da müsst ihr nicht sparsam sein. Und keine Angst, wenn es dann nachher vorm Pinseln, also bei Latex braucht ihr da gar nichts drauf machen. Na, so sieht das dann jetzt aus. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Ne? Also hier habe ich das Ganze, seht ihr hier, da ist nicht so ganz. Und das ist dann nachher, hier, ne? Wenn das dann nicht so gut verklebt ist an den Stellen, ist jetzt nicht, dass ich das absichtlich gemacht hätte, das war jetzt wirklich Zufall. Das ist dann immer ein bisschen blöd zum Pinseln. Egal ob jetzt mit Flexipaint oder Latex, geht einfach noch mal ein bisschen mit Heißkleber drüber, wenn ihr sowas seht. Und dann ist das gut. Noch so ein Tipp. Später dann, wenn ihr Flexipaint oder Latex, bei Latex wie gesagt braucht das nicht, aber dieses Kunststoff und der Heißkleber, der mag so glatte Oberflächen, mag das Flexipaint nicht. Also hier, das wird es extrem schlecht decken. Um das dann zu verhindern, geht er einfach nochmal mit Pattex drüber. Also einfach nur mit dem Pinsel eine dünne Schicht drüber und dann hält das nachher super da drauf. Wie gesagt, müsst ihr nur beim Flexipaint. So, dann mache ich noch die letzten 2 von den Blättern. Werde dann das Ganze schon mal verkleben.
Das Prinzip habt ihr ja, denke ich mal, jetzt verstanden. Das mache ich dann einmal jetzt rundherum. Da brauche ich euch ja nicht extra nochmal zu zeigen. Ja, und dann fangen wir mal an am Feintuning, sage ich jetzt mal. Ne? Sind jetzt alle dran. Hab jetzt hier das Fliegengitter überall eingeklebt. Ne? Oben, wo noch ein bisschen gefehlt hat, habe ich noch ein Stück zusätzlich rein. Das ist jetzt soweit fertig. Mussten wirklich noch 2 Stück rein. Dann bin ich hingegangen, habe ein dickeres Stück Leder genommen, ein bisschen angeraut und habe das von unten noch angeklebt. Ist nachher, wenn das mit dem Holz hier, fällt das kaum auf. Das ist quasi, damit man das vernünftig hinstellen kann, ohne dass das Dreck auf das Latex drauf geht. So, dann haben wir das jetzt schon mal soweit. Dann bin ich hingegangen, habe ein Stück Gernstab mal wieder genommen, ein Stück Zehnermatte, irgendwie hier so, ich glaube, das war sogar das Teil. Gehe dann hin, leg den Hochkant drauf. Okay, hier ist ein bisschen blöd geworden, aber noch ein bisschen. Nein, ist nicht schlimm. So, tun wir auf Seite. Und habe hier quasi so ein paar 10 mm mal 10 mm Stücke. Die sind jetzt nicht so 100%, aber das ist nicht schlimm, weil da machen wir jetzt ein paar Nieten draus. Ja, wie gesagt, nehmen wir dann eine schräge so, eine so. So, gucken wir mal, nehmen wir die direkt mal. Einen kleinen Klecks drauf. Die habe ich auch extra quasi jetzt in schwarz gemacht, dann kann man die auch ein bisschen besser sehen. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. So, dann fangen wir mal an. Hier unten. Und das Ganze soll ja von Ork werden. Deshalb auch die scharfe Klinge vom Cutter. Dann geht er jetzt hin und macht da so ein bisschen so Dreiecken, Scharten. Ne? Größer, kleiner. Und das geht halt ganz gut, wenn er halt einen scharfen Cutter oder so benutzt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Dann gehen wir erstmal mal Heißluft drüber. Even when you feel low, you can still go. So, Heißluftföhn sind wir jetzt drüber. Na, die Lötkolben. Der müsste jetzt halbwegs vorgeglüht sein. Habe ich auf jeden Fall. Ja, sieht gut aus. Jetzt gehe ich hin. Mache hier noch so ein bisschen das Ganze irgendwie so ein bisschen ungleichmäßig und so ein bisschen gedengelt aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Ja, Leute, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ne? Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ne? Das ist jetzt der Rohling für einen, naja, ich sag jetzt mal zweihändigen Streitkolben. Das Ding ist jetzt so ungefähr, ich denke mal so zwischen 1,20 und 1,30 lang. Das Pinseln, das machen wir im zweiten Teil, weil das wird sonst, glaube ich, für das Video alles viel zu lang. Und dann werde ich auch noch ein paar Sachen mal versuchen. Wie gesagt, inspiriert durch das mit dem Buch, mit diesen Ritzen drin, mit der Lederoptik, will ich mal über ein bisschen was versuchen, ob man damit auch das Metall ein bisschen ranziger aussehen lassen kann. Wird ein Versuch, aber beim Ork-Streitkolben kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. So, das wäre dann das erste Teil. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Liken, sowieso gern gesehen. Dann noch Kommentare, ob jetzt positiv, negativ oder Verbesserungsvorschläge. Schreibt drunter, was ihr davon haltet oder halt nicht haltet. Ja, und dann Abos nicht vergessen. Sind immer noch viel zu viele, die mich gucken und nicht abonnieren. Dann freut mich auch unter anderem, dass die Frauenquote immer höher wird. Weiß nicht warum, aber danke an alle Damen, die mich auch gucken. Ich liebe euch. Ne? Kleines Küsschen an alle. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt, beziehungsweise je nachdem auch jetzt beim nächsten Video, wenn der Streitkolben fertig ist. Wird wahrscheinlich auch das nächste sein. Und ich habe auch schon wieder ein paar neue Sachen im Kopf. Dann bleibt mir treu. Wie gesagt, freue mich über euch alle.
dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.